Hallo, mein Name ist Ralf Mann und ich bin der Entwickler und Produzent des Mamiya MFZ Lochkamerasystems. Heute möchte ich euch mal ein bisschen in die Kamera einführen, in die Bedienung der Kamera, was es für Besonderheiten gibt und wie man mit der Kamera fotografiert. Wir fangen mal mit der Vorbereitung der Kamera an, was muss ich da machen, und dann gehen wir Schritt für Schritt die ganzen Teile durch. Bevor es losgeht, müsst ihr euch erstmal entscheiden, was für ein Frontpanel möchtet ihr nehmen und was für eine Brennweite bzw. was für einen Lochabstand möchtet ihr verwenden. Dazu macht ihr die entsprechenden Zwischenrahmen ab oder dran, die ihr haben möchtet, und überlegt, welches Frontpanel es sein muss. Und den vordersten Rahmen, das muss der Rahmen sein, der genau dazu passt. Und das seht ihr hier an diesen Markierungen zum Beispiel. Das ist für 6x6 jetzt. Da sind genau diese kleinen Löcher über den Frontpanel oder über den Pinholes im Frontpanel. Als zweites überlegt ihr euch, was für ein Filmformat möchte ich haben. Das heißt, ihr seht hier gerade, wenn gar kein Einsatz drin ist, habt ihr 6x17. Wenn ihr diese Einsätze reinlegt, die schmalen, dann habt ihr 6x12, und wenn ihr die ganz breiten Einsätze reinnehmt, dann habt ihr in der Mitte genau 6x6 noch über. Also das wäre die nächste Entscheidung, die ihr treffen müsst. Und dann kommen wir zu dem Part, dass ihr den Film einlegt. Den Film legt ihr bitte links ein, auf der linken Seite der Kamera, und zieht vorher diese beiden Stifte oben und unten einmal raus, legt den Film ein und macht die beiden Stifte dann entsprechend wieder rein. Es kann sein, dass der oberste Stift einmal ein bisschen Drehung benötigt, dass der genau einrastet. Das sieht man aber relativ schnell. Dann zieht ihr den Film oder diesen Papierstreifen so weit raus, dass der vorne eingefädelt werden kann auf der rechten Seite. Und ihr seht auch schon, links taucht schon der Pfeil auf. Also es ist tatsächlich so, bei 6x17 ist das Format so lang, dass der Pfeil schon zu sehen ist. Also sobald ihr eine halbe Umdrehung gemacht habt, könnt ihr den Deckel drauf machen und dann transportiert ihr vor, bis ihr dann beim ersten Bild seid. Das erste Bild kommt natürlich jetzt darauf an, was für ein Filmformat ihr habt. Also es ist ein bisschen Entscheidung, wann ihr da seid. So, als nächstes zeige ich jetzt mal kurz das Ganze bei 4x5 Inch. 4x5 Inch Kassette rein, hinten Magnet vor und schon hält das. Ein bisschen spezieller ist es, wenn ihr jetzt mit dem Gummis was dran machen wollt, dann müsst ihr vorher diese 4 Rändelschrauben einmal reindrehen. Dann könnt ihr da auch dann im Prinzip das Insta-Graph-Lock-Back befestigen. Da müsst ihr noch einmal schauen, dass dann oben nachher die Schlitze frei bleiben, dass der Film wieder raus kann. Da müsst ihr einmal ein Auge drauf haben. So, jetzt kommen wir zur Festlegung des Bildausschnitts. Ihr seht vorne, wie gesagt, wieder diese Punkte, die ihr gerade entsprechend ja ausgewählt habt. Und hier sehen wir in der Zeichnung auch genau diese rot markierten Punkte. Unser Beispielbild zeigt in diesem Fall jetzt einmal, dass das ein 6x12 Film ist mit einem 6x12 TSP-Panel vorne. Das könnt ihr ganz schön erkennen an den roten kleinen Punkten, die ich da um die Nupsis drum gemalt habe. Also das heißt, man sieht da diese kleinen Punkte, die das schön darstellen. Das heißt, diese Punkte müsst ihr euch merken. Und jetzt legt ihr das Spekulierholz, auf die Kamera drauf, verbindet es mit dem vorderen Punkt und mit dem hinteren, so wie die Linien A auf der Zeichnung zu sehen waren, die roten Linien. Und dann könnt ihr im Prinzip die linke Bildkante erkennen und die rechte Bildkante erkennen. Das heißt, einmal legt ihr den linken Punkt vorne und rechts hinten das an, und einmal, hier seht ihr es nochmal, und einmal legt ihr es vorne rechts und hinten links an. Ein kleiner Tipp ist jetzt nochmal, wenn ihr ein TSP macht, dann nehmt die mittlere Linie, Linie B ist grün in diesem Fall, um noch einmal genauer sehen zu können, wo sich genau diese Bilder treffen, wo diese Trennung der beiden Bilder ist. Das gleiche wiederholt ihr dann für oben und unten, und dann habt ihr euren Bildausschnitt. Oben und unten, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich oft nicht bei einem TSP, das hat man irgendwann im Gefühl, wie groß der Ausschnitt ist, rechts und links macht schon Sinn. So, bei einem TSP macht ihr es so, dass ihr erstmal auf das erste Bild transportiert, dann öffnet ihr einen der beiden äußeren Verschlüsse in der entsprechenden Belichtungszeit, schließt den Verschluss wieder und transportiert weiter zum nächsten Bild. Die Bilder oder die Bildfolgen seht ihr hinten, wie gesagt, auf der Rückwand eingestanzt, sind je nach Filmformat unterschiedlich. Wenn ihr es dann zum nächsten Bild vortransportiert habt, dann macht ihr mit dem zweiten Verschluss, der außen liegt, eine Belichtung und ihr habt ein TSP. So einfach ist das. Zum Thema Filter, wenn ihr Filter verwenden möchtet, könnt ihr den Filter einfach in den vorgesehenen vorderen Schlitz reinstecken und den Magneten in eins der 3 Löcher, die dann passen, reinstecken. Und zwar an irgendeiner Stelle auf dem Filter. Es geht nur darum, dass der Filter gespannt ist und stramm drin sitzt. Den zweiten Magneten braucht ihr im Regelfall nicht. Der wird nur benötigt, wenn unter extremen Bedingungen fotografiert wird. Eigentlich hält der Filter so schon perfekt und ihr könnt damit fotografieren. Und das war es auch schon. Ich hoffe, ich habe mit diesem kurzen Schnelleinblick ein bisschen was an Tipps und Tricks gegeben. Genauere Anleitungen und noch ein bisschen detaillierter geht das Ganze dann in der schriftlichen Bedienungsanleitung.